Wir wiederholen oft an Abhängigen, wie mit uns selbst als Kind umgegangen worden ist. Oder wir versuchen angestrengt und zwanghaft das Gegenteil davon zu tun. Unsere Chance ist, bei allen, die wir erziehen wollen, zuzuhören, was ihre Antworten auf das sind, was wir ihnen anbieten. Sie halten uns immer einen Spiegel vor, der uns die Chance gibt zu erkennen, wer wir im Grunde sind. Hat man zum Beispiel als Kind über längere Zeit eine starke Ablehnung und Abwertung bei einem aggressiven, gesunden Ausdruck von Wut zum Beispiel erfahren, dann kann es zu großen Ängsten führen, wenn man mit einem Hund lebt, der diese Emotionen ausdrückt. Tragen wir noch eine alte, unbewältigte Trauer in uns, suchen wir uns oft Hunde aus, die auch diese Emotion ausdrücken. Wir können aber, wenn sie an uns nicht gelöst wird, sie auch nicht an den Hunden auflösen, sondern wir verstärken sie auf beiden Seiten. Sehen wir die Welt durch die Brille unaufgelöster Angst, werden wir natürlich einem Wesen neben uns die Welt durch diese Brille der Angst zeigen und Angst kreieren. Hunde spüren diese Wahrheit in uns und werden sie auch immer zum Ausdruck bringen, denn sie wissen, wo Themen noch nicht aufgelöst sind und wo wir bereits in unserer Kraft sind. Wir gehen da lang. Stopp! Gut. Tosca, 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 hey, hey, hallo, wir gehen da lang. Gehen weiter, komm. Und stopp. Zu mir, Tosca, zu mir. Stopp, stopp. Hindere. Bleib bei mir. Und stopp. Hey. Komm du zu mir. Komm. Zu mir. Hallo. Hey. Komm du zu mir. Genau. Und hindere. Bleib bei mir, Tosca. Hey, hallo. Und stopp. Stopp! Wenn ein Hund wegläuft, dann haben wir ja fast immer die Theorie, dass weil er weggelaufen ist, wir noch besser ihn kontrollieren müssen, denn er könnte ja das nächste Mal auch wieder weglaufen. Das ist eine Sicht, die wir Menschen haben. Was aber nun, wenn ein Hund wegläuft, weil wir ihn kontrollieren? Darüber machen wir uns meistens keine Gedanken. Denn unser Verstand versucht einfach, die Dinge so zu deuten, wie er sie braucht. Und wir sehen hier einen Hund, der wirklich sehr pflichtbewusst versucht,
irgendwie mit seinen Menschen zusammenzuarbeiten und die Umgebung zu sichern. Tosca ist damit überfordert und bekommt auch keine Auskunft wie eben bei diesem Blick, den sie an ihren Menschen schickt. Ich spüre hier einfach eine Dressur, die erlernt wurde und sowohl Menschen wie als Hund sehr anstrengt. Stopp. Komm zu mir. Hunde sind es nicht gewöhnt, nicht im Kontakt zu sein. Und wenn sie zu solchen Befehlsempfängern werden müssen, dann müssen sie diese Fähigkeit in irgendeiner Weise hinten anstellen, also abstumpfen. Das wirklich Schlimme ist, dass wir Menschen genau diese Geschichte oft selbst erlebt haben. Dass wir ständig gehört haben, was wir zu tun haben, wer wir sein sollen, wie wir gemocht werden und wie nicht. Und uns selbst so abgewöhnt haben, dass wir es für ganz natürlich halten, in Hundeschulen zu vermitteln, dass man so mit einem Hund umgeht und ihm die ganze Zeit sagt, was er tun soll und wie er sein soll. Wenn wir uns mal überlegen, wie unerzogen unser Verstand ist, der uns die ganze Zeit Dinge erklärt, die nie stattfinden werden, alle Möglichkeiten, was passieren könnte und, über den wir keinerlei Gewalt haben. Er macht mit uns, was er möchte. Frage ich mich immer wieder, warum ausgerechnet wir Menschen auf die Idee kommen, andere erziehen zu wollen, die doch ganz in ihrer Natur sind wie Tiere und noch sehr kleine Kinder. Auch ich bin diesen Weg in vielen kleinen Schritten gegangen und jeder meiner Hunde hat mir dabei geholfen, Dinge aufzulösen, die ich als Mensch jetzt gar nicht an mir selbst hätte feststellen können. Und sie haben mich immer unterstützt durch ihre Aussagen und ich habe mich unterstützt, indem ich ihnen irgendwann wirklich zugehört habe. Wenn wir Tosca als Beispiel nehmen, erinnern wir uns einmal an die Szene, wo sie etwas entdecken wollte in einem Holzhaufen. Da bestünde durchaus die Möglichkeit, sich für das zu interessieren, was sie gerade interessiert, sie also in dem zu begleiten, was auch ihr wichtig ist. Solange ich zum Beispiel mit meinem Leithund Raida gerungen habe, der unglaublich gern stöbert und sich auch sehr stark für Wild interessiert, wurde es immer schlimmer. Erst in dem Moment, als ich mich einfach mit interessiert habe für das, was er spannend findet, begann er immer mehr mit mir im Team zu sein. Raida, zeig mal, was hast denn du da gefunden? Wow! Zeig mal bitte. Raida, guck mal, gib mal her. Dankeschön. Es ist natürlich unerlässlich, dass wir Hunden Grenzen setzen, schon auch zu ihrer eigenen Sicherheit und natürlich auch zur Sicherheit anderer. Wir selbst haben Grenzen aber oft als vollkommen mechanisch kennengelernt. Also wenn etwas so ist, dann ist es so. Und um da beweglicher innerlich zu werden, braucht es halt sehr viele Bedingungen. Zum Beispiel braucht es wieder Vertrauen in sich selbst, dass man mit sich selbst und einem anderen Wesen in Kontakt sein kann. Denn uns wurde Kontakt ja auch abgewöhnt. Ein Kontakt besteht immer daraus, dass alle Beteiligten stattfinden dürfen und nicht daraus, dass einer dem anderen sagt, wie er stattzufinden hat. Wesen, die von uns abhängen, brauchen Begleitung und sie brauchen Schutz und sie brauchen Gemeinschaft, in der sie vorkommen dürfen. Mietja, warum hast du es denn so eilig?
Aha, du hast Freunde gesehen. Geschnuppert. Okay, dann gehen wir mal gucken, ob wir die finden. Ja, das hast du gut gemacht. Wir gehen mal schauen. Ich freue mich sehr, dass die Halterin von Tosca ihrem Gefühl vertraut hat. Einem Gefühl, das ihr sagt, irgendetwas stimmt nicht. Und dass sie den Mut hat, wissen zu wollen, wie sie eine schöne Gemeinschaft mit ihrem Hund bilden kann. Ein ganz herzliches Willkommen. Du siehst es unglaublich gut, was da abgeht zwischen uns zwei, gerade mit mir als Kind. Also ich meine, ich lebe in der Situation auch mein Kindmuster, eben das Muster, was ich gelernt habe und das, was ich meine, so geht's. Ja. Eben so eine Begrenzung und Stopp und jetzt folge endlich mal und wenn du das nicht machst, dann habe ich dich nicht mehr lieb. So? Ja, genau, das ist die Erpressung, die stattfindet und kein Kind kann sagen, okay, du verzichtest dich halt auf Liebe. Ja. Aber ja. Das verstehen nicht alle. Hallo. Das ist mein Käse. Die habe ich jetzt extra dahingestellt, um das zu provozieren. Weil jetzt muss sie mit mir in Beziehung gehen. Das ist mein Käse. Ja, dabei bleibe ich. Jetzt hat sie so gemacht. Lustet mich nicht so auf. Das sagt ganz viel über sie. Sie denkt wirklich, dass sie die Bundeskanzlerin ist. Das würde uns vielleicht voranbringen. Ja, so ein Hund hat Fantasie. Sie hat unglaublich viel Fantasie. Also genau, das würde uns voranbringen. Ich habe vorhin gesagt, zuerst kommt eigentlich in der Kommunikation die Energiesprache, dann kommt die Körpersprache und erst dann die verbale Sprache. Und ich kann aber das nicht einsetzen, das Energetische, weil sie ja... Wann setzt du es denn ein? Setz es mal ein, in irgendeiner Situation jetzt. Jetzt ist sie da. Genau, jetzt ist sie da. Genau. Wir stellen jetzt mal die Käseschüssel hin und du machst nur mit Energie, dass sie da nicht reingeht. Nur mit Energie, kein... Ich darf keinen Schritt tun. Doch, Schritt auf. ja, du darfst. Aber verstehst du, das haben die gelernt. Die haben das gelernt. Und dann... Das hat halt nichts gemacht. Nimm sie mal hoch, die Schüssel, nimm sie hoch und stell. So kein Erfolgserlebnis da haben. Super Energie. Es war halt keine Energie da. Also es war eine da, das stimmt nicht. Energie ist ja immer da. Es gibt nichts, wo keine Energie ist. Aber deine Energie war halt so. Das ist wirklich nicht so einfach, das wieder zu lernen als Mensch. Wir haben uns das so abgewöhnt. Guck mal, als Kinder haben wir gelernt, Eltern die führen uns durchs Leben und denen kann man vertrauen und die schwindeln nie. Sowas lernen wir. Bis heute. So, solche Eltern gibt es nicht. Die gibt es einfach nicht, weil die Eltern auch Eltern hatten und die hatten auch wieder Eltern und die haben alle auch Dinge erlebt, die sie geprägt haben. Jetzt muss das Kind erleben, dass seine Wahrnehmung, wenn die Mutter zum Beispiel immer mogelt, oder wir sagen es mal direkt, lügt, manipuliert und so weiter, und dann behauptet sie, aber sie hat die Wahrheit gesagt. Nur ein Beispiel. Jetzt muss das Kind kann nicht sagen, oh, ich habe eine Mutter, die lügt, da gehe ich. Es kann nur seine eigene Wahrnehmung verleugnen lernen. Was anderes geht nicht. Daraus entstehen dann diese sogenannten blinden Flecken. Wenn so jemand erwachsen wird,
und trifft jemanden, der ihn anlügt, wird er sofort, ich sage mal, wie so einen Zahnschmerz haben im Bauch oder irgendwo anders, also so ein kurzes Wehegefühl. Und dann ist Nebel, nee, wird nicht so gut. Dann hat man 1000 Sachen, wo man sich beredet, dass es doch nicht so sei. Man hat sich wahrscheinlich selber geirrt. Ihr kennt bestimmt Personentypen, wo euch das so geht. Wenn ihr die trefft, dann, dass ihr so ganz kurz, das ist aber nur so eine Millisekunde, so macht und dann kommt Nebel. Oder Menschen, die Übergriffe erlebt haben, körperlich. Wenn die angetatscht werden, jetzt nur so an der Schulter und sie spüren genau, das ist jetzt ein Touchen, reden sie sich das sofort wieder aus. Versteht ihr, solche Situationen meine ich. Das sind Situationen, da haben wir als Kind gelernt, den blinden Fleck als Lebensrettung zu nehmen. Und so wird natürlich dieses intuitive Fühlen, was doch jedes Kind hat, jedes, abtrainiert, um zu überleben. Also Gott sei Dank haben wir diese Fähigkeit, sonst würden wir viele Dinge emotional nicht überleben. So, und jetzt haben wir die Chance, dass wir dann so einen Hund nehmen oder auch jedes andere Tier, das ist ganz egal. Und die uns halt Antworten geben. Und wir das wieder lernen dürfen. Der Weg ist aber nicht, der ist nicht so busch und dann bin ich da, sondern er hat halt mit uns zu tun. Und da ist so viel, ich arbeite ja nun vorwiegend mit Menschen in meinen Seminaren. Es hat immer, das geht so tief bei uns allen und ist so mutig, wenn man damit anfängt und lohnenswert. Weil man da wieder zu sich kommt. So viele Menschen möchten wissen, ja, wie kann ich denn das jetzt machen? Es geht immer ums, wie kann ich es machen? Ja, mit sich, aber wer ist man? Wer ist man jetzt bitte sehr? Wir haben da so eine Idee, aber eine andere Seite in uns weiß, dass wir gar nichts wissen über uns. Manchmal überraschen wir uns ja selber in den Reaktionen. Und all das schnallt der Hund. Ne? Wenn ihr alleine seid, besteht keine Gefahr für dich. Jetzt kommt nur noch ein Jogger, der kommt nur noch auf euch zugerannt. Der kann dich töten im nächsten Moment. Für den Hund ist das auch nur, dass Leute einfach sinnentleert durch die Gegend rennen. Das machen, ich rede jetzt nur, das ist nicht meine Meinung, ich rede jetzt nur von Hunden. Ich habe noch keinen Hund erlebt, der darin einen Sinn gesehen hat, weil die rennen halt nur, wenn sie spielen oder wenn sie was jagen wollen. Also das hat immer einen Grund. Also die würden jetzt nicht, ach, jetzt von 3 bis halb 4 renne ich. Das finden die halt ganz komisch. Und dann gibt es auch noch Hunde, die das wirklich polieren und sagen, benimm dich hier. Und das stoppen wollen. Die auch überhaupt nicht leiden können, wenn Energie aufsteigt. Ob ich es schaffe, dass solche Situationen überhaupt gar nicht mehr. Das schaffst du, aber nicht in dem Moment. In dem Moment eben nicht. Und solche Situationen sind einfach so oft. Dann kannst du sie nur an der Leine nehmen. Du kannst nicht in Kauf nehmen, dass sie Menschen beißt. Ja. Das geht nicht. Und mein Problem ist, wie auf dem Video zu sehen, sobald ich sie eben an die Leine nehme, ja. Zieht sie nicht. Ja, weil sie nicht in Kontakt ist. Und weil du denkst, die muss hinten laufen. Genau, weil, also ich denke es deswegen auch, also seit die Welpe ist, will ich mit dem kommunizieren und nicht dressieren. Also das ist mir sehr wichtig, ich möchte nicht dressieren. Ja. Und ich habe eben versucht, die Führung zu übernehmen und deswegen vor ihr zu gehen, weil ich die Führung nicht mehr übernehmen kann, wenn sie vor mir ist, weil dann habe ich keinen Handlungsspielraum. Weil du nicht in Kontakt bist. Mein Mietja und Raida laufen immer vor mir. Das sind extrovertierte Hunde und die dürfen auch vorne laufen. Als ich anfing mit der ganzen Sache, habe ich nur erlebt, dass Hunde, die vollkommen out of order sind, sich sofort beruhigen, wenn sie beim Menschen oder hinter dem Menschen sind. Dann habe ich aber immer mal wieder, habe ich im letzten Buch auch geschrieben, habe ich immer mal wieder Hunde kennengelernt, die das nicht ertragen haben. Und denen habe ich dann wenigstens erlaubt, dass der Kopf hier ist. Und merkte, ist besser und so weiter. Ich habe mich auch vorgetastet. Und meine Erfahrung ist, dass die extrovertierten Hunde können nicht hinten laufen. Denkt jetzt nicht, wenn ihr einen unruhigen Wuselhund habt, der immer vorne so ist, dass der extrovertiert ist. Das muss man halt erst gucken, ja? Ob der nur aufgeregt ist
und überfordert oder extrovertiert. Und ich habe die wunderbare Gelegenheit dadurch bekommen, zu lernen, wirklich Kontakt, weil ich bin von hinten mit dem verbunden. Ja, das kannst du auch lernen, aber das kannst du wirklich erstmal nur als Mensch lernen. Dazu ist erstmal nötig, mit sich selbst in Kontakt zu gehen und dann etwas auch zu finden, mit dem man in Kontakt gehen kann. Versteht ihr? Wir denken immer, irgendwie gibt es da eine Technik, aber Kontakt ist halt keine Technik. Und du musst vorkommen und sie darf vorkommen. Im Moment kommt ihr beide nicht vor, weil du sie halt aus verständlichen Gründen die ganze Zeit ihr sagst, was sie zu tun hat und du bist nicht da. Also das, was sie von dir bräuchte, ist nicht da. Ja. Und ich merke, dass du dir ganz viel Mühe gibst und das halt, aber irgendwas in dir ist halt wie bei allen immer noch drauf aus, nur das da, das hätte ich gerne anders. Alles andere ist toll mit ihr. Stimmt's? Also, ich würde sie ja gerne auch da an den See, wo wir waren, einfach ohne Leine laufen lassen, dann kann sie da schnuppern gehen und ich gucke auch, wo sie schnuppert. Also, ich versuche mal mit ihr auch in Kontakt zu kommen während dem Spazieren. Ja, das habe ich aber nicht gesehen. Ja, nein, ja. Da geht's eben nicht. An der Leine geht's nicht. Wieso nicht? Du hättest hinterhergehen können, sie konnte nicht weglaufen zu diesem Holzhaufen da. Und dann gucken, wo sie sich interessiert, das wäre schon. Genau. Ja, das kannst du machen. Oder da, wo die wollte ja die ganze Zeit, hat sie eine Spur gehabt von was. So, kannst du auch mal ins Unterholz mit reingehen. Mache ich ganz oft. Ja, und gucken. Das wird spannend. Ich verlaufe mich auch oft dabei. Das finden die Hunde am allerspannendsten, weil dann, ja, weiß ich nicht mehr und so weiter. Und dann entdecken wir ganz tolle Sachen. Es geht natürlich nur, ich würde jetzt nicht mit meinen Hunden in den Wald gehen, wenn ich die nicht bei mir halten könnte. Ja, aber du hast sie ja an der Leine. Dann kann sie auch kein Wild schädigen oder so. Kriegst du eine Anweisung, dass du hier jetzt mal bitte Schluss machen sollst. Ja, das Interessante ist nicht, dass es ihr langweilig ist, das verstehe ich ja, sondern dass sie dir die Anweisung gibt. Zu mir hat sie vorhin auch schon gesagt, hör auf hier. Ganz Sülze. Sie können mit viel Energie Dinge einfordern. Also ja, und die brauchst du. Ja. Schau mal, was da für eine Energie kommt. Was da für eine Energie kommt, woher soll ich die nehmen? Du hast sie, wir haben sie alle. Wir alle, jedes einzelne Wesen hat diese Energie. Wir haben sie, wir haben nur keinen Zugriff mehr drauf. Du kannst ein Seminar besuchen bei einer von der Wegbereiterin und das lernen. Das geht doch nicht. Wie soll das gehen? Jetzt habe ich Energie. Zugang? Also ich bin ein bisschen, glaube ich, vieles, was ich probiert habe, hat eben nicht auf Dauer nicht funktioniert. Ich habe sehr viel Energie reingelegt, die Dinge zu kommunizieren. Du weißt noch gar nicht, was Energie ist. Als du mir das eben vormachen solltest, kam keine. Okay, du weißt es noch nicht. Dein Hausmeister kann sich Energie nicht vorstellen. Unser aller Hausmeister kann sowas nicht. Der kann nur Strukturen und so und Sachen, die man sehen. Und so. Energie kannst du nicht unter das Mikroskop legen. Deswegen, es geht nicht mit dem Verstand. So, ja genau. Scheiße. Ja, nächste Frage, wie schalte ich den aus? Super. Genau, das ist nämlich auch das Problem, ne? Wenn man eine Meditation macht, was super ist, kann ich euch nur allen empfehlen, 5 Minuten am Tag das mal zu schaffen, den wirklich auszuschalten. So beginnt es. Weil ihr könnt dann nicht gleich erwarten, dass ihr mit dem Hund geht, da ist irgendwas Verstandausruf. Ihr werdet in der Meditation erleben, oder was auch immer, Selbsthypnose ist genau sowas, werdet ihr erleben, was da abgeht. Ja, da geht nämlich total viel ab. Also da kommen nämlich genau die Gedanken, die ich nicht denken will, kommen. Genau. Dann die abstellen zu wollen, geht ja nicht. Also sie kommen ja, je mehr ich sie abstellen will, umso mehr kommen sie. Genau, so funktioniert der Verstand. Deswegen darfst du sie nicht mehr abstellen wollen. Und wie meditierst du dann? Also wenn ich möchte ja den Verstand... Ich gucke den einfach hinterher und höre nicht drauf. Das ist nur eine Haltung. Es ist
wirklich nur eine innere Haltung. Alles, wogegen wir kämpfen, wird immer stärker. Das ist doch ganz normal. Das ist, als wenn ihr einen Wasserball nach unten drückt. Das macht ihr so, 10 Minuten, dann puff. So. Also die Kraft wird immer stärker von dem, was man unterdrücken möchte. Das Einzige, was ihr schaffen könnt, um das zu entspannen, also in jeglicher Hinsicht, ist, die Dinge auszudrücken. Ich sage euch mal ein Beispiel. Wut ist doch so ein Thema bei uns Menschen. Wer bitte hat als Kind erlebt, dass er ermutigt wurde, wütend zu sein? Gelobt wurde, zusammen mit den Eltern wütend sein konnte und so weiter. Schaut, das ist doch unglaublich. Wir haben gelernt, sobald wir mal wütend sind, werden wir nicht mehr gemocht, abgelehnt und so weiter. Es gehört sich einfach nicht. Wir haben das einfach nicht gelernt. Wir haben jede so eine Emotion, die doch vollkommen gesund ist. Wir haben doch Gefühle dazu, um was auszugleichen, wenn jetzt was im Außen nicht mit meinem Inneren übereinstimmt. Dann habe ich ein Gefühl dazu zur Verfügung. Ich kann trauern, ich kann wütend sein, ich kann mich freuen und so weiter. Die Grundgefühle halt. Haben die Hunde auch. Und sie verwenden es als Ausgleich. Und ihnen drücken wir das auch weg. Das geht alles immer nach innen. Und das sind so, wie wenn ich das mal als Handbewegung mache, wenn ich jetzt wütend wäre und drücke es nicht aus. Ich meine nicht gegen, jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel auf dich wütend wäre, dass ich das gegen dich ausdrücken kann. Ich kann in meine Garderobe gehen oder aufs Klo, meine Wut da mal richtig abpfeffern und dann wiederkommen. Und dann kann ich dir auch sagen, wie ich mich gefühlt habe. Also das heißt dann nicht, dass das Verhalten von dem anderen in Ordnung ist, sondern, versteht ihr, das sind Ausdrücke, die sind ganz natürlich. Das sind so wie Handbewegungen, die stecken geblieben sind als Kind. Alle Emotionen, die wir nicht ausdrücken durften. Es reicht schon, wenn Eltern so gucken. Dass man einen Schreck kriegt als Kind und alles zurückfährt, was man gerade gemacht hat. So, das ist dann so eine Bewegung emotional. Man wollte ein Gefühl ausdrücken und dann fährt man es zurück. Es konnte nie zu Ende ausgedrückt werden. Und nach meiner Erfahrung in der Arbeit mit Menschen ist es so, wenn diese Emotionen mal zu Ende ausgedrückt werden. Aber nicht beim Gegenüber. Nein, muss nicht sein, weil es geht nur um uns. Der andere, diese Dinge mit Schuld und Dingen, oh, das ist so aufhaltend, das bringt gar nichts. Wir haben eine Emotion und die will raus. Ihr macht was für euch. Jetzt erinnert bei mir sehr oft an meine Wut an. Ja. Weil sie mich ja ignoriert. Also sie läuft dann dem Radfahrer nach, ich rufe dann, stopp. Ja. Macht sie nicht, sie macht ihr Ding. Fühl hin, wo du das gespürt hast als Kind. Genau, und dann habe ich sie natürlich an ihr verstehe ich alles. Ich habe sie halt geschimpft und habe ja auch gemerkt, dass irgendwann da nichts schimpfen, sie macht sie halt trotzdem. Also aber schau mal, in dir sind dann zwei Aspekte. Der eine Aspekt sagt, ich brauche mal zwei Menschen bitte. So, du bist jetzt mal der Aspekt, der verstanden hat, dass das nicht gut ist. Genau, der gut erkannt hat, dass es nicht gut ist. Ja. Genau. Und du bist der Aspekt, der sich ohnmächtig fühlt und Wut hat. Deswegen, ja, warum bringt die mich immer wieder in eine Situation, wo ich mich so ohnmächtig fühlen muss? Denkt man in dem Moment nicht, ist aber die Unterlage. So, jetzt redet ihr zweimal miteinander. Du sagst ihm, warum es richtig ist, Wut zu haben, und du sagst ihr, warum das nicht richtig ist. Warum das gar nicht sein muss. Sag ihm mal einen Satz, warum das wichtig ist. Ja, ich fühle mich jetzt gerade total ohnmächtig, weil ich in der Situation vielleicht nichts, das Gefühl habe, ich kann nichts machen. Ja. Was sagst du? Wo ist das Problem? Jetzt geht es immer hin und her. Und das ist in dir drin. In uns allen gibt es nicht nur einen Aspekt, der wütend ist, sondern es gibt auch immer einen, der sagt, ja mein Gott, das hat doch noch nie geholfen und du musst doch auch mal und so weiter. Oder es gibt, was habt ihr denn noch, sagt man noch irgendwelche Themen? Wenn man Angst vor was hat zum Beispiel, ja, und dann sagt ein Aspekt, der fürchtet sich wirklich zu Tode, immer wieder bei jedem Trigger, der dazu passt, und der andere sagt im Anschluss, bist
bist du wieder blöd gewesen, ist doch gar nichts passiert. So, das haben wir in uns. Das eine ist nämlich der Verstand und das andere, das sind wir mit unseren Erlebnissen, die wir doch realistisch in der Kindheit hatten. Und wenn wir jetzt in uns diese zwei Aspekte immer miteinander kämpfen, so fühlen wir uns halt. So eine Dynamik ist das. Das ist ganz gruselig. Kennt jeder. Wie so ein Karussell. Ja. Und diese Aspekte wollen alle zu Wort kommen. Also wenn man die dann schon wieder bewertet, dann ist noch ein Dritter da. Und dann machen sie, also es gibt auch 10 in einer Runde oder 20, je nachdem welches Thema. Ja. Wenn du zum Beispiel zu mir in ein Seminar kämst, würde ich dir Selbstbegleitung beibringen. Wie du in diesen Momenten noch eine Instanz entdeckst in dir, die das beobachten kann. Ja? Und wie du das dann auch, wichtig ist, das auch zu erfahren. Also nicht nur, ich erzähle nichts oder so in den Seminaren, sondern ich versuche Erfahrungen zu verschaffen, dass man wieder diese Anbindung an sich spürt und erkennt, weil der Verstand glaubt das nicht. Er sagt, ich bin doch hier alles, was es gibt und so weiter. Aber die innere Stimme kennt ihr doch alle. Ihr werdet alle bei irgendwelchen Dingen erfahren haben, der erste Eindruck stimmte, wenn man eine Entscheidung trifft, zum Beispiel eine Trennung von jemandem, spürt man ganz genau, ja, die soll sein, und dann geht's los. Monate, manchmal auch Jahre. Ja, ich muss auf den richtigen Moment warten und so weiter. Ihr kennt all diese Regeln und zum Schluss macht man es ja doch. Es ist halt so ein Riesending dazwischen, weil wir nicht mehr unserem Bauchgefühl vertrauen. Wir hören das schon noch. Ich glaube, also ich zumindest habe auch Angst vor meinem Bauchgefühl. Weil ja, in eine Handlung gehen, ja. Und ich habe ja Angst vor den Konsequenzen dieser Handlung. Ja. Ich spüre das so deutlich, aber... Und da würde ich mit dir halt daran arbeiten, dass diese Angst erstmal sprechen darf. Ich habe Angst, weil... Willst du es mal machen? Okay. No? Lass einfach nur so fließen. Ich habe Angst, weil... Ja, die Konsequenzen sein könnten, dass ich nicht mit ihnen umgehen kann. Und vor Machtlosigkeit. Wenn ich, warte, ich mache weiter, wir machen jetzt einen Wechsel. Wenn ich mit den Konsequenzen nicht umgehen kann, dann bin ich verloren. Das ist die Aussage. Versteht ihr? Was man mit dem Verstand denkt, das ist nie das Letzte. Dann bin ich verloren. Und da hören wir natürlich jetzt auch auf. Weil das kannst du ohne Begleitung nicht. Das sind traumatische Erlebnisse auch. Nicht alle, aber das spüre ich richtig. Und da müsste man damit arbeiten, dass das auch ausgedrückt werden kann, aber begleitet. Ja, anders geht das nicht. Ich hatte mal eine Frau im Seminar, die ganze Zeit, 5 Tage lang, hat die immer so gemacht. Wirklich wie aufgeklebt. So. Und am letzten Tag habe ich mit der gearbeitet und dann habe ich sie gesagt, sag mal bitte, ich lache immer, weil. Und dann hat die Frau, und das kam genau wie bei dir, so rausgeplautzt, weil das war gerade deine innere Stimme, das, was du bist. Ja? Und da kam so raus, ich lache, weil ich nicht alle töten kann. Ja. Die wäre da ihr ganzes Leben noch nie drauf gekommen. Ich natürlich auch nicht, niemand kommt auf sowas. Aber das ist die Wahrheit der Frau. Ja, ihr könnt euch vorstellen, was ihr passiert ist, dass sie alle töten will. Weil sie sonst vielleicht Angst hat oder, weiter will ich jetzt da nicht berichten. Da gibt es natürlich immer Gründe. Wir kommen nicht auf die Welt und wollen andere töten. Niemals. Und wenn wir wieder in diese Empathie kommen, in das, was wir eigentlich sind, wie die Tiere ja auch, wir würden gar nicht diskutieren über Umweltverschmutzung oder Tierquälerei, das gäbe es gar nicht. Kein empathischer Mensch sieht darin einen Sinn. Oder vergiftet sein Essen, bevor es isst. Das sind wir die einzige Spezies, die erstmal Pestizide draufknallen und dann essen wir es. Wir sind wirklich irre. Ja, vollkommen.
irre gelaufen, irre. Also du kannst es nur auf diesem Weg lernen, nach meiner Erfahrung. Und der Weg, du kannst auch, also der Weg ist ja vielfältig, ihr müsst ja nicht zu den Wegbereitern gehen. Es gibt ja sehr viel mehr Angebote. Geht einfach immer dahin, wo euch der Weg hinführt. Was euch wirklich stark anzieht. Und schaut immer oder spürt immer hin, wenn ihr Impulse sucht, was ein Mensch, der diese Impulse anbietet, was der wichtig macht. Also ob der das wichtig macht, worum es geht, oder sich. Das ist jetzt wirklich ein ganz wichtiger Tipp, weil inzwischen gibt es natürlich auch unglaublich viele, auch in der spirituellen Szene, wo man nicht gut aufgehoben ist. Wo man nur quasi Spiritualität kifft. Ja. Eine neue Betäubung. Und du kannst ja mal schauen, wo wohnst du? Ich wohne in der Schweiz und ich habe mich eben... Ah, Miss Christine. Ja, Christine wird euch sehr gut weiterhelfen. Ja, da könnte ich auch sehr gut. Das ist immer sehr treffend, was sie auch so erkannt hat. Ja, jetzt ist sie noch weiter, weil sie diesen Weg, wie alle bei den Wegbereitern gehen auch mit uns diesen Weg. Das geht nicht anders. Natürlich, es ist ein gemeinsames Lernen. Weil wir alle sind so aufgewachsen. Genau, ich wollte nur kurz sagen, ich arbeite ja eigentlich schon, sie ist jetzt 5 und mit ihr hat eigentlich die Arbeit begonnen mit mir und ich arbeite jetzt schon viele Jahre dran und Schrittchen für Schrittchen, sonst hätte ich das hier auch jetzt gar nicht gekonnt. Das glaube ich dir. Das war wirklich sehr mutig. Ich danke dir. Komm. Gerne. Wir hören voneinander, ja? Alles Liebe. Oh, das war ja dein Ruf. Auf Wiedersehen. Danke für dein Interesse.